Vollintegrierte von Sunlight. Ja, das Schöne bei den Vollintegrierten ist, sie haben eine unglaubliche Aussicht. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, der ganze vordere Bereich ist Glas. Das heißt, die Seite ist Glas. Ich habe nochmal hier an der Seite eine Fahrertür mit drin. Und das Ganze ist also nicht, dass das Fahrerhaus jetzt irgendwie getrennt ist, sondern alles ist quasi voll integriert. Ja, hier ist der Marco, ich grüße dich. Hallo. Wir sind in Wittlich bei Trennfahrzeuge. Hier stehen sie nämlich von Sunlight. Vielleicht ein, zwei Takte von Sunlight. Zu welcher Gruppe gehört denn Sunlight? Sunlight gehört zu Hyma und die Fahrzeuge werden im Capron-Werk in Sachsen in Neustadt gebaut. Made in Germany. Made in Germany. So ist es. Wahrscheinlich ist das Aufbaufahrzeug ein Fiat Ducato. Fiat-Felgen sind drauf. So ist es. Ihr merkt das. Ist die gute Qualität von Sunlight? Seid ihr zufrieden? Wir sind da sehr zufrieden. Jetzt auch die integrierten gibt es jetzt auch dann in der neuen Modellreihe also mit Maxi-Chassis. Und dann denke ich, werden auch bald noch mehr von diesen integrierten von Sunlight auf der Straße zu sehen sein. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn der eine oder andere möchte auch mal einen haben, den man nicht überall sieht. Das heißt, ich habe die Qualität aus der Hyma-Gruppe. Das ist so. Ich meine, die haben ja Qualitätsstandards. Die haben relativ viele Marken jetzt aggregiert. Dazu gehört Sunlight. Man denkt so, es wären Italiener oft, oder? Leute, die reinkommen und sagen, werden die vielleicht in Italien gebaut? Nee, sind in Deutschland. Genau, also aber vom Design her würde ich sagen, ist es kein Italiener. Wir sehen es gleich. Genau, wir sehen es gleich. Und da haben wir halt eben die gängige Technik drin, wie Schaut, Elektrik mit Überspannungsschutz, eine Truma 6 Heizung, Tedford Kühlschrank. Also im Prinzip das gleiche wie bei den anderen Herstellern auch. Ja, du kannst gleich mal das Hubbett mal hochmachen. Da ist nämlich ein Hubbett drin. Und es ist ein Queensbett drin. Ich habe nämlich eben schon mal reingeguckt. Hier vorne gibt es so ein paar Details, die ganz nett sind. Das Dach ist GFK? Genau, Dach ist GFK. Das ist mittlerweile, würde ich sagen, Standard, um dann halt eben auch gegen Hagel entsprechenden Schutz zu bieten. Ja, es ist sehr, sehr widerstandsfähig. Hier oben habe ich eine große Schiene drin. Die meisten bestellen es mit dem Träger. Ja, ich sag mal so, das hier ist ja jetzt ein Grundriss mit Queen-Size-Bett. Da hat man ein bisschen weniger Platz in der Garage. Dann nehmen es die Kunden mit, wenn sie halt eben Fahrräder mitnehmen möchten. Naja, etwas weniger Platz. Wir können ja mal kurz hinten reinschauen. Denn klar, es ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber der Platz in der Garage, ich habe eben auch schon mal kurz reingeschaut, gelunzt. Der ist schon riesig. Also wenn man das vergleicht mit einem normalen Kofferraum, das geht hier nochmal ums Eck rum, er ist nicht ganz so hoch. Das heißt, ich kriege die Fahrräder nicht stehend rein. Genau, dann ich sag mal, die meisten Fahrräder haben mittlerweile Schnellverschlüsse. Das sind ein paar Handgriffe. Das Vorderrad raus. Vorderrad raus und dann passt das. So, hier vorne habe ich die Gasflaschen, 2 Stück. Genau, 2 Gasflaschen wieder. Jetzt mal schauen. Da ist alles mit drin. Ich sag mal, die Übergabe anschließend mit dem Fahrzeug, wie lange dauert die beim Vollintegrierten ungefähr? 2-3 Stunden? Nee, so lange nicht. Also ich sag mal, wer einen Integrierten kauft, der hat auch oft schon eins gehabt. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann dauert es länger. Aber wir nehmen uns die Zeit, dass die Kunden halt eben auch mit ihrem Fahrzeug klarkommen. Sonst klingelt direkt wieder das Telefon, sage ich mal. Bringt ja nichts. Das bringt gar nichts, ja, richtig. Super, dann machen wir zu. Das ist absolut bewährte Technik. Der Vorteil ist auch, du hast mir erklärt, wenn es hier hinten mal einen Anstoßer gibt, das ist modular aufgebaut. Das heißt, da sind nicht gleich 1000 € weg, sondern man kriegt die Einzelteile relativ günstig. Genau, dann kann man einfach die Ecke tauschen, braucht dann einmal den Aufkleber neu und die Lampen kann man einfach wieder in das neue Eckteil reinmachen. Das habt ihr schon mal gemacht? Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das täglich machen, aber da wir selber auch eine Vermietung haben und auch Mietkunden, die Fahrzeuge bei uns kaufen, da kommt das schon mal vor. So, wir gehen mal kurz. Also schön ist natürlich hier die Fahrertür. Bei den großen, voll integrierten hat man die nicht. Vorteil ist an der Mautstelle, wenn du kurz aufmachst. Hier habe ich elektrische Fensterheber mit drin. Das heißt, ich kann auch hier das Fenster einfach mal öffnen. Und ja, was ziemlich cool ist, ich habe eine richtig schöne Integration. Das Ganze ist also hier vorne, fängt quasi der Fiat Ducato an und das ist dann die Vollintegration, die hier weitergeht. So, wir gehen am besten gleich mal rein. Auf der anderen Seite haben wir ich zeige es mal gerade, ein Datenblatt von dem Fahrzeug mit drin. 2020er Modell, wie es hier steht. Und so sieht es von vorne aus.
automotives Design, Kanten sind mit drin, also recht modern. Und sag mal, wenn die Leute Rätsel raten müssten, man wird das Sunlight oben abpiegeln, dann hätten die schon Probleme rauszukriegen, was ist, oder? Ein echtes Kind der Hümer-Gruppe. Ja, ich sag mal, bei den verschiedenen Herstellern, die es alle gibt, dann wäre das Rätselraten groß wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn Sie also ein bisschen Spaß am Campingplatz haben möchten, einfach mal abmachen. Dann fangen die Leute an zu raten, was könnte das denn sein? Ja, muss man eigentlich noch hinten noch was abmachen. Hier steht da 63.490. Das ist schon ein gut ausgestatteter, denn er hat ein Hubbett und er hat hinten ein Queensbett mit drin. Und hier vorne sieht man, er hat eine Kabelvorleitung für die Rückfahrkamera, einen großen Kühlschrank, all das werden wir sehen. Und er hat den 140 PS, der langt auch für das Fahrzeug, denn der ist sehr agil, der 140er geworden. Ja, genau, also der 140 PS ist sehr agil. Beim 7,40 Meter Grundriss reicht der 140 PS. Beim Teilintegrierten auf jeden Fall. Beim Integrierten kann man schon mal überlegen, Richtung 160, weil der, sage ich mal, nicht ganz so windschnittig ist. Aber das kann man im Zweifelsfall auch in der Probefahrt dann mal ausprobieren. Der Motor ist, glaube ich, immer ähnlich, oder? Das heißt, die machen da viel mit Chip-Tuning da drin, beziehungsweise es wird die Kennlinie geändert und so weiter. Beim 160er, du weißt es nicht? Die genauen technischen Details kenne ich da nicht, aber... Du weißt, auf was die Frage hinauszielt, ob man später nochmal... Aber das, wie gesagt, das lassen wir mal offen. Einfach mal googeln, ja, ich sag mal, die Leistungserhöhung. Kann man natürlich, ist auch beim Reisemobil jetzt nicht so untypisch. Aber ich sag mal, bei den Aufpreisen kann ich mir schlecht vorstellen, dass da dieselbe Technik verbaut ist. Da wird schon dann mal ein anderer Turbolader verbaut sein. Ja, der Motor ist ein 2,3 Liter. Richtig, genau. Das ist immer noch der 2,3 Liter. Jetzt zum Modelljahr 2020 waren die neuen Abstufungen 120, 140, 160 oder dann halt eben der stärkste mit 180 PS. Ja, hier vorne hat einen ganz niedrigen Einstieg, der ist da. Wenn du mal kurz reingehst, dass man mal sieht. Genau, nennt man Coupé-Einstieg. Ja. Also hier brauche ich eigentlich für das schnelle Halten bräuchte ich jetzt nichts. Wenn ich es natürlich noch bequemer haben möchte, man könnte sogar noch eine kleine Stufe noch einbauen. Das heißt, also wenn das jemand haben möchte, das würde gehen, oder? Genau, also das geht immer. Man muss natürlich nur ein bisschen aufpassen auf die Bodenfreiheit. Die Bodenfreiheit. Ja, vorne habe ich einen großen Spiegel, das kennen wir schon. Und habe auch mehrere Haken. In der Aufbautür habe ich auch Haken mit drin. Und wir gehen am besten mal rein. Hier vorne ist ein Fach, da kann ich die Schuhe reinmachen. Das ist mit drin. Hier habe ich erstmal vorne eine Sitzgruppe, bei der ich gegenüber sitzen kann. Das heißt also, der eine Fahrersitz kann gedreht werden. Das ist problemlos möglich. Vielleicht zeigen wir erstmal das Hubbett. Beim Hubbett ist eine kleine Vorbereitung zu machen. Genau, man muss einmal die Sitze umklappen. Ist in dem Fall eigentlich besser. Man hat es gerade noch kurz gehört. Man dreht den Sitz kurz. Macht man sich immer Freunde, wenn man auf die Hupe drückt. Genau, das heißt, der Sitz hat kurz die Hupe ausgelöst. Was aber nicht schlimm ist. Der ist jetzt auch mal gedreht, weil da kämen wir eh gleich zu. Genau. Am besten geht immer, wenn man drauf sitzt, den Tisch noch ein Stückchen rüber. Man kann übrigens auch das Lenkrad, glaube ich, ein bisschen reinfahren. Dann hat er noch mehr Platz. So, jetzt hat er den Tisch mal ein bisschen zurückgemacht. Und die Handgriffe kriegt man drauf mit der Zeit, oder? Wenn man kommt, Sache von 1-2 Minuten, dann kann das Hubbett runtergelassen werden. Wenn das Setup ja eh da ist, dann gehe ich einfach hin und lasse jetzt nochmal vorne die Lehne runter. Genau, jetzt die Lehne runter. Also so ist man ja normal dann beim Camping. Man hat die Sitze gedreht und macht jetzt hier die noch einfach runter. So, und dann das Hubbett. Du warst so schnell. Wenn du mal ganz kurz nochmal hoch machst, das geht von alleine hoch quasi, oder? So, und jetzt mal zumachst, richtig zu. So, das macht so ein richtig sattes Geräusch, oder? Das heißt, du hast nicht das Gefühl, er klappert viel. Ne, genau. Und hier gibt es auch Anschlagpuffer oben, wo man das Ganze noch einstellen kann, falls es mal, sage ich mal, mit der Zeit mal irgendwie ein Geräusch entsteht, kann man das noch mal ein bisschen nachjustieren und dann passt das. So, du bist jetzt zwar nicht so groß wie die Patricia, 1,67 Meter. Du bist wie groß? 1,75. 1,75. So, und das ist ein Riesenbett, was da ist. Ich schätze mal, das hat bestimmt 2 Meter mal 1,60 Meter. Ja. Ungefähr. Ist auch bei Kindern sehr beliebt. Die würden jetzt sagen, na, da passen mindestens 10 rein. Ja, hier könnten aber auch Mami und Papi liegen. Bitte nochmal hoch machen, dass man das sieht. Oben habe ich nochmal ein Fenster, nur fürs Hubbett. Die Lampen sind mit drin, da kann ich nur antippen, dann gehen die an. Und ja, hier sieht man das Cockpit.
Genau, Touch. Wenn ich jetzt drunter sitze, habe ich 2 Leselampen jeweils für den Bereich. Kann ich hier lesen. Mach nochmal bitte hoch, die beiden Sitze. Und hier sieht man dann den phänomenalen Ausblick. Wenn man sich jetzt nur vorstellen würde, man wäre jetzt nicht in Wittlich, sondern in zum Beispiel in Trassen an der Mosel. Nee, oder jetzt in Klüsserath. Könnte auf die Berge gucken oder irgendwo. Der Ausblick ist schon cool, oder? Genau, und wenn Kunden hier das Fahrzeug abholen kommen, machen die das tatsächlich sehr oft. Die verbringen ein Wochenende an der Mosel, was ja wirklich nur einmal über den Berg ist hier bei uns. Einen ganz tollen Stellplatz hier direkt an der Mosel gibt es ganz viel, oder? Da gibt's in jedem Ort einen Stellplatz, der schön ist. Wir haben da auch ein paar Geheimtipps parat. Welche? Sag mal. Na gut, das sind ja Geheimtipps. Genau, dann sind es keine Geheimtipps mehr. Aber sagen wir einfach mal, nicht nur immer direkt an die Mosel fahren, vielleicht auch mal 2 Kilometer ein bisschen abseits. Da gibt es auch verdammt schöne Stellplätze. Denn vieles voll im Moment. Also jetzt ist schlechtes Wetter, jetzt geht's. Also jetzt war ich natürlich jetzt auch bei dem ganz großen Platz, jetzt unten jetzt in Klüsserath, aber der Nachbarort zum Beispiel, wo man in den Ort rein kann, so richtig schön, Piesbau oder wo war das, wo der ist? Genau, also die, sage ich mal, die Hotspots hier bei uns, die wie Peaceport, Bernkastel, ist natürlich immer gut besucht. Ich war jetzt selber auch mal, um halt eben tatsächlich mal das 9-Gang-Wandlergetriebe auszuprobieren und mal eine Runde nur nach Erden, was ja auch lokal ist. Da habe ich tatsächlich das war Pfingsten, wo es gerade wieder losging, wo alle los wollten, den letzten Platz ergattert. Echt? So, du darfst natürlich stehen, weil jeder dich demnächst kennt. Ja, der Marco aus Wittlich von Trendfahrzeuge. Wenn ich mal kurz da hinsetze, mir mal beschreibst, wie das Sitzgefühl ist. Ist es straff? Schön? Das ist sehr bequem auf jeden Fall. Die Rückenlehne noch passend eingestellt ist. So. Und jetzt habe ich Face-to-Face. Ja. Das heißt, du sitzt hier, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück und mein Partner könnte mir jetzt gegenüber sitzen, sogar zu dritt. Und man kann einfach sich in die Augen gucken, während man isst oder mal einen Wein trinkt oder mal Fernseh schaut. Wo wäre jetzt hier der Fernseher montiert, üblicherweise? Das Fahrzeug hat sogar ein All-in-One-Paket. Der ist über dem Kühlschrank verbaut. Sag mal bitte. Ich gehe mal gerade rüber, ja. Bisschen zeigen. Ein All-in-One-Paket. Genau, dann haben wir hier drin. Man merkt schon, dass du Techniker bist. Denn du bist ab und zu in der Werkstatt auch mal anzutreffen? Ich sag mal so eher nicht mehr, aber wenn hier Not am Mann ist, da kann schon mal sein, dass ich mal ein Rad montiere oder so. Das passt schon, ja. Dass man einen Halter, der wenigstens einen einigermaßen stabilen Eindruck macht. Ja, was ich schon gesehen habe zum Rausziehen, wo dann so große Fernseher hängen, aber das ist wirklich ein Riesenprofil, was drunter ist. Guck mal hier von der Breite her. Das passt. Natürlich von Karatec. Da drehen wir uns demnächst aus der Pfalz. Ihr habt entsprechend gute Erfahrungen mit Karatec? Ja, also wir verbauen ausschließlich Karatec-Halter. Die gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen. Jetzt beim Fernseher ist auch Teleco verbaut und Satellitenschüssel ist auch Teleco. Das heißt, das Ausrichten dauert lange oder geht das? Ne, das ist vollautomatisch. Man macht nur den Fernseher an. Wie lange dauert es ungefähr? Das kommt immer auf den Stellplatz so ein bisschen an, aber normalerweise wenige Minuten. Okay, ja, mach nochmal rein. Zeigen wir mal gerade so kleine Details beim vollintegrierten. Das Schöne ist das Hubbett, also das Bett haben wir ja schon mal gesehen. Die Verdunklung an der Seite, die ist integriert. Das heißt, man hat einmal an der Seite 2 Jalousien, die kann man zumachen. So. Und dann hat man hier, ich mach mal gerade zu, kann ich ja schon mal. Ich brauche deine Hilfe, Marco, gleich, wenn du fertig bist, den Fernseher zu verstauen. Wenn du einmal kurz das Verdunklungssystem mal zeigst, bitte. Ja. Ich habe es nicht direkt aufbekommen. Ah ja. Ist übrigens, warum Leute mal fragen, warum ich das nicht selber mache. Ich halte in der linken Hand das Mikrofon und in der rechten Hand halte ich die Kamera. Dann geht das nicht. Super. Also da kann ich zumachen. Genau. Das andere wird dann einfach von unten nach oben hochgemacht. Mit Magneten wird es festgemacht. Sache von ein paar Sekunden. Hier sieht man auch, hier habe ich Platz. Das heißt also tagsüber, wenn ich dann hier sitze, hier kann ich was abstellen. Hier kann ich einen Rotwein abstellen, eine Fernbedienung. Das heißt, der Platz wurde auch ordentlich genutzt. Genau, also das ist auch der Vorteil, sage ich mal, am 7,40 Meter Grundriss. Da ist einfach hier vorne noch ausreichend Platz, um gemütlich mit mehreren Personen zu sitzen. Ja, hier oben kann man übrigens, wenn man dann hier oben drin liegt, kann man noch zumachen.
Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Mach mal da auf bitte die Klappe. Wir haben auf das Thema Möbelbau kamen wir schon mal zu sprechen. Das ist gut gelöst hier. Du hast da recht viel Vertrauen. Das Ganze ist soft close. Du musst es nur zumachen. Es klackt von selber ein, oder? Genau, man macht einfach die Klappe, gibt mal einen kleinen Schubs und schon verschließt sie. Prima. So, hier vorne Küche. Die hat so eine L-Form mit drin, sodass auch etwas kleinere Menschen gut rankommen. Du bist jetzt relativ groß. Stell dich mal kurz hin in die Nische. Ich mach das Licht an. Ja. Oh, Ambiente Light. Ambiente Light, wieder die Wasserhähne kontrollieren. So, die Wasserhähne alle zumachen. Die Pumpe nicht zerstören hier. Das ist eine Tauchpumpe oder eine Druckpumpe? Was habt ihr? Hier sind Tauchpumpen verbaut. So, auch hier habe ich ein Tedford 3-Flammen-Kochfeld mit drin und habe ein ganz großes Spülbecken. Das heißt, da passen auch mal ein Pizzateller rein, wenn ich das denn möchte. Dann, wenn du dich mal in die Mulde reinstellst, so richtig genau, ja. Und dann mal hier oben aufmachst und dann sieht man nämlich den Effekt. Jetzt kommt man relativ nah an den Schrank ran, gell? Genau, ja. Aber ist selbst für mich noch, sag ich mal, ich stoße mir hier keinen Kopf. Hier wieder die bekannte Schiene, wo man noch Zubehör einhängen kann. Beispiel, was gibt's noch? Papierrollenhalter, Gewürzhalter, sowas. Ja. Das gibt's alles. Ja, schön gemacht. Hier vorne habe ich so ein kleines Detail. Ich habe hier so eine Verkleidung noch mit drin, dass das Ganze so ein bisschen aussieht wie im Flugzeug. Cool ist auch dieses Bicolor Leder, was mit drin ist. Kunstleder, sehr pflegeleicht. Das Ganze ist Automotive. Man kann die übrigens noch, habe ich im Video zugedreht, man kann sie noch entsprechend beschichten lassen. Dann dringt auch gar kein Wasser mehr rein. Die haben einen Rotwein drüber gekippt, der ist einfach nur abgeperlt. Also es gibt alles, glaube ich, was es nicht gibt. Wenn man nur auf einem großen Campingplatz fährt, da sind sie so, bieten ihre Dienste feil. Von der Keramik-Vollversiegelung bis hin zu Lithium-Ionen, das gibt es aber auch bei euch. Das heißt, ihr arbeitet mit einem tollen Hersteller zusammen, der kann die AGM-Batterien gegen Lithium tauschen. Das geht bei euch. Genau, also wir tauschen das ganz gerne, wenn der Kunde, sage ich mal, viele wollen immer Solar haben, aber meistens ist eigentlich Lithium-Ionen das, was man sich zuerst anschaffen sollte, weil dann kann man schon ein paar Tage länger stehen. Bei uns haben die 5 Jahre Garantie und können halt eben auch repariert werden. Ist das teuer, wenn man so eine, zum Beispiel eine 100 Ampere-Stunden austauscht? Ja, da kommt man schon, sage ich mal, an die 900 € ran. Das hört sich im ersten Moment mal viel an. Aber durch die 5 Jahre Garantie und auch da man die Batterie reparieren kann, hat man das im Prinzip dann, wenn man sein Fahrzeug länger fährt, auch wieder raus. Das Schöne ist auch, ich kann viel mehr Energie entnehmen. Das ist so, die ist viel stabiler, glaube ich auch. Wenn ich einen Wechselrichter anschalte, habe da jetzt eine Kaffeemaschine zum Beispiel mal dran, also da geht nicht gleich die Spannung in die Knie. Genau, bei einer Lithium-Ionen-Batterie kann man 90% der Kapazität nutzen. Bei einer AGM-Batterie sind es nur 1/3, weil das hört sich ja erstmal wenig an. Man hat vorher 95 Ampere und dann 100 Ampere-Stunden, also 95 Ampere-Stunden und 100 Ampere-Stunden. Aber wie gesagt, da man die Kapazität da zu 90% nutzen kann, kann man dann im Endeffekt mehr als doppelt so lang autark stehen. Ja, und sie ist auch schnell geladen, das heißt, die vertragen richtig hohe Ladeströme. Das Thema Ladebooster, ist hier ein Booster drin bei dem Auto? Wir haben 140 PS mit Schaltgetriebe. Da müsste man den dazu gewählt haben. Also man müsste den optional bestellen, das hat er jetzt nicht. Okay, ansonsten würde er nur laden, wenn er an Landstrom angeschlossen ist. Ladebooster bedeutet, ich kann während der Fahrt laden und die Batterie kriegt richtig viel Strom, dass sie auch aufgeladen wird. Genau, das ist aber nur, wenn er eine intelligente Lichtmaschine hat. Das hat er jetzt nicht, das heißt, er lädt trotzdem während der Fahrt. Aber nicht so stark, oder? Genau, nicht so stark. Ne? Wenn er eine intelligente Lichtmaschine hat, dann würde der halt eben den Strom, den die Lichtmaschine produziert, runterregeln, einfach um Kraftstoff zu sparen. Das will man beim Reisemobil nicht und deswegen muss man dann dementsprechend einen Booster verbauen. Genau, der geht hin und simuliert, glaube ich, einen starken Abnehmer. Also wie als würde man eine Lampe anschalten und dann muss die Lichtmaschine liefern, richtig? Genau, dann muss die liefern. Wie gesagt, wenn man am Platz ankommt, dann sollen die Batterien voll sein und nicht leer. So, wenn du mal so lieb bist, hier mal aufmachst, großes Fach. Was da drin? Ja. Genau, hier sind jetzt einfach, sage ich mal, so eine Durchlade. Hier gibt es aber auch noch im Zubehör die Möglichkeit, so Drahtkörbe zu montieren, dann hat man so einen Auszug. Gut, ihr habt wahrscheinlich noch nie eine Spülmaschine eingebaut, oder? Sowas hat man nicht beim Camping. Nee, beim Sunlight tatsächlich noch nicht. Nee. Beim Sunlight noch nicht. So, dahinter, wenn du mir mal die mal zeigst, Ja. mal an das Besteck und so. Genau, hier ist das Besteckfach.
wieder das ganz normale Zubehör drin. Genau, wir hatten nämlich eben die Gasflaschen gezeigt. Das Kabel liegt da drin von den Gasflaschen. So ist das Anschlusskabel. Hier habe ich zweimal 230 Volt. Ja, das müsste einmal 12 Volt noch sein, genau. Hier haben wir an der Sitzgruppe oben haben wir auch immer 2 USBs. Unten in der Sitzgruppe ist noch 230 Volt in der Garage. Also ist eigentlich ausreichend, auch in dem Preissegment. Geht mal bei manch anderen Fahrzeugen wahrscheinlich die Steckdosen suchen. Ja, außerdem, ihr könnt nachrüsten, wenn der Kunde sagt, hätte ich gerne auch da und da, geht der Elektriker hin, zieht nach. Genau, das ist kein Problem. Unterm Fahrersitz ist die Schautelektrik verbaut. Und dann zieht man einfach noch ein paar. Ja, der Tedford, wir haben schon gezeigt, großer Kühlschrank mit drin, kein Spielzeug. Von einem der Marktführer für den Bereich. Das ist ein Absorberkühlschrank, geht vollautomatisch. Heißt, der schaltet um. Genau, geht vollautomatisch auf Gas während der Fahrt über die Lichtmaschine oder halt eben über Strom, wenn man dann Strom angeschlossen hat. Oben ist ein Kühlfach, bitte mal aufmachen, dass man das sieht. Und auch da, der ist knatschneu. Oben war die Sattanlage drin. Wenn du das noch mal kurz öffnest, dass die Leute mal sehen, jetzt ist er ja verstaut, musst du nicht mehr rausziehen. Aber das ist schon lustig gemacht. Da oben wird quasi fix eingestellt oder da sind Leuchtdioden, da zeigt er den Satelliten an. Genau, da muss man im Prinzip nur auf Anklicken, dann fährt er aus. Krass, vollautomatisch. Das funktioniert heute. Klar, wenn ich natürlich vorm Baum stehe, geht's nicht, aber da sollen wir auch nicht hin. So, ich zeig mal gerade. Hier vorne hat man eine große Klappe, mach mal auf. Bitte. Und auch da kann ich wieder Teller und so weiter. Da ist eine Kante oben drin. Genau, hier ist eine Kante, dass die Sachen nicht runterfallen können. Die Schränke habe ich noch zweimal hier daneben. Und dann gehen wir mal hinten rein. Denn jetzt kommt natürlich eine richtig tolle Sache. Das ist das Queensbett. Wir haben es eben schon mal gezeigt. Das hier ist jetzt ausgezogen. Das heißt auch die volle Länge. Das ist richtig groß. Hier können 2 Leute ganz bequem nebeneinander liegen. Plus noch das Hubbett. Und ich habe 2 Kleiderschränke links und rechts. Ich glaube, das ist das, was viele möchten. Der Einstieg ist sehr bequem. Wenn du mal kurz dich da mal hinsetzt, bitte an die Seite. Kann man einfach hier so reinsteigen. Das ist kein Problem. Genau, hinlegen. Du bist 1,75 Meter? Genau, ja. Genau, ungefähr. Das heißt, auch hier hat man Platz für richtig viele Leute. Zumindest mal für 2 und vielleicht noch einen Enkel in der Mitte. Das wird schon ein bisschen eng. Dafür gibt es ja das riesen Hubbett, was vorne drin ist. Jetzt könnte aber auch einer sich hier reinlegen. Und der zweite, wenn man zu zweit reist, könnte vorne im Hubbett schlafen. Wenn der zum Beispiel schnarcht nach dem Rotwein, das soll ja schon mal vorkommen, hier in Rheinland-Pfalz. Genau, habe ich auch schon mal gehört, dass das vorkommt. Kann man das machen? Ja, genau. Und ich sag mal so, ist natürlich nie verkehrt, auch wenn einer mal abends ein bisschen länger weg ist oder so, dass man den anderen nicht stört, kann man hier einfach die Tür zumachen und sich dann halt eben ins Hubbett vorne legen. Ja, ein schönes Detail ist hier diese Holzplatte, die hat nämlich die Funktion, dass man richtig schön drüber laufen kann und sie sichert die Türen gegen versehentliches Aufgehen während der Fahrt. Denn jetzt sind sie erst entriegelt. Genau. Gut gemacht. So, und jetzt kann ich mich reinstellen. Du bist 1,75 Meter groß, stell dich mal rein. Du hast richtig viel Platz hier. Genau. Also ich habe auch schon in so einem Fahrzeug hier geduscht. Das ist für meine Größe wirklich überhaupt kein Problem. Man kann hier das komplett schließen. So, jetzt kann man hier entspannt duschen. Also Genau, man kann es sogar drehen. genau. So, wenn du die Klotür nämlich aufmachst, dann kommt noch ein Detail, kann man den kompletten Bereich abschließen. Und ich habe dann ein Raumbad quasi und kann hier nochmal einen Vorhang zuziehen. Wenn ich also die Privatsphäre mal komplett wahren möchte, jetzt es geht mir nicht so gut und so weiter, kann ich hier zumachen und kann dann, während jemand auf Toilette ist, einfach mal zumachen. Der Mann auf dem Klo kann aber auch einfach die Tür zumachen. Dann ist er nämlich auch vereinzelt. Das können wir gleich mal zeigen. Hier habe ich eine drehbare Toilette von Tedford. Die ist hier an der Seite drin. Das heißt, auch Leute mit unglaublich langen Beinen können sich, ich sag mal, gut bewegen. Und ich habe ein Waschbecken mit drin. Und hier ist der Riesenspiegel und ein kleiner Schrank mit drin. Unten sind noch Schränke. Und wieder mal unser Schienensystem. Die Klopapierrolle da, wo sie hingehört.
Und hier oben noch eine Öffnung zum Entlüften. So, das heißt also, wenn man hier jetzt im Bad drin ist, macht sich fertig, ist man direkt auch am Kleiderschrank, kann Sachen rausholen. Hier habe ich noch eine Luke, dann kann ich die Sterne gucken nachts. Ja, cool. So, komm, wir gehen raus. Haben alles gezeigt. Steckdose ist übrigens unter der Toilette gewesen. Und das ist der Anblick hier im voll integrierten von Sunlight. Ja, das ist er. Sunlight integrierter i69L mit Alufelgen, großen Kühlschrank, Sattanlage und TV. 63.490 €. Wenn Sie ein gebrauchtes Wohnmobil noch haben, am besten sich an den Marco wenden. Einfach mal vorstellig werden. Ihr findet irgendeine Lösung, oder? Genau, also noch haben wir bei Sunlight einiges, was wir dieses Jahr sogar auf den Hof bekommen. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, noch die 16% Mehrwertsteuer mitzunehmen. i69L von Sunlight, entweder hier oder natürlich bei jedem Sunlight-Partner in ganz Deutschland, ist ganz klar. Jetzt sind wir ja zufällig in Wittlich bei Trendfahrzeuge und Leute kommen aus ganz Deutschland zu euch, gell? An die Mosel. Genau, die Leute, also die Reisemobilisten, die sagen ganz gerne auch, ja, ich verbringe ein Wochenende an der Mosel, bei euch ist es schön, sie fühlen sich hier wohl und das denke ich auch das Wichtige und daher kommen die auch ganz gerne zu uns. Genau, guck mal auf die Karte, wo Wittlich liegt. Ich glaube, die Mosel ist Fahrminuten 20. Genau, also man muss wirklich nur hier über den Berg. Ich sage immer Bernkastel-Kues, das ist bekannt, das kennen die meisten. Danke. Danke auch.